Willkommen zurück bei Prosimo. Wir haben diese Woche eine White Frame, eine Vespa White Frame, die Konzeptionierung begonnen. Das bedeutet, dieser Kunde, dieses Projekt wird unsere allererste Vespa White Frame. Die wir elektrifizieren. Der bekommt ungefähr 5 kW kontinuierliche Leistung, Radnahmenmotor, ein Batteriepackage unter die linke Seitenhaube, ein Batteriepackage unter den Tank, also da, wo der Tank gewesen ist. Zusätzlich kommt hinten der Zusatztank drauf. In diesen Zusatztank wollen wir dann ein Schnellladegerät voll integrieren, wodurch wir nachher in der Lage sind, den Roller in etwa einer halben Stunde voll zu laden. Die Kapazität wird in etwa so bei 3 bis 4 Kilowattstunden liegen, womit der Roller nachher eine Reichweite haben wird von 100 Kilometern. Also 100 Kilometer, sagen wir mal, eine Stunde aufladen, weiterfahren. Das ist so unser Ziel bei dem Roller. Und da sind wir gerade noch komplett in der Konzeptionierung. Genau, das ist das eine Projekt. Und das nächste Projekt, was ich letztes Mal schon erwähnt habe, ist hier unser allererster Kundenworkshop. Der Kunde hat im Laufe der Woche den ganzen Roller jetzt komplett zusammengebaut, Lenkrohr drin, Kabelbaum eingebaut, Lenker aufgebaut, Bremse, Schwingaufnahme, Lagerung, Zierleisten, Hauptständer, Seitenständer, Rücklicht, alles. Der Roller ist komplett fertig. Und im nächsten Workshop geht es darum, dass er den Roller komplett selbst elektrifiziert, anhand unseres Videos und unserer Einbauanleitung. Genau. Das heißt, im nächsten Step muss der Kunde dann komplett seinen ganzen Kit, den er bei uns gekauft hat, selber einbauen. Das bedeutet Gasgriffsensor, Rohr einbauen. Gut, hier hat er das schon drin. Er hat hier auch die Bremslichtschalter schon eingebaut. Die neue Hupe kommt rein. Die Verkabelung nach hinten geht mit. Komm mal mit, Jan, auf die rechte Seite, siehst du mehr? Den Elektromotor haben wir nur schon mal eingehangen mit der Schwinge. Als nächstes kommt Elektronikgehäuse, das kommt hier reingebaut. Der Winkel kommt reingebaut. Dann muss er nur sein Kabel durchziehen für die Batterie, sein Kabel durchziehen für die Fahrzeugelektronik. Dann kommt die Wanne rein, Akku rein, Stecker drauf, Sitzbank drauf, losfahren. Das sind die nächsten Schritte. Da ist er auch schon gespannt drauf, wie es weitergeht. Dann haben wir hier die Woche an der IWL weitergearbeitet, sehr intensiv dran gearbeitet, waren auch fast fertig, haben die Inbetriebnahme begonnen. Und da hatten wir festgestellt, dass leider ein Originalteil von der IWL, hier hinten war nämlich die Welle von der IWL, die hat einen Schlag gehabt. Und beim Elektromotor haben wir einmal ein bisschen Vollgas gegeben, da gab es eine Unwucht und dann ist direkt die Narbe weggebrochen. Das bedeutet, wir müssen uns jetzt einmal dieses Bauteil neu bestellen. Da unterstützt uns der Kunde auch gerade, der bestellt das für uns, lässt das direkt hierher liefern und dann machen wir den fertig. Da kann man mal sehen, was so ein hohes Drehmoment alles so für Ursachen haben kann. Genau, dann haben wir das nächste Projekt. Das ist hier unsere PX, auch ein Kundenauftrag. Da bauen wir ein großes Large Frame High Performance Kit ein. Der bekommt auch den 7 kW Elektromotor mit Scheibenbremse hinten, ein Akku-Package auf der linken Seite. Wir haben tatsächlich genau heute endlich unsere Lieferung bekommen vom Metallbauunternehmen. Mit unseren ganzen Teilen, unter anderem auch die Teile, die hier gefehlt haben, über Monate hinweg. Hier kommt nachher, zack, das Akku-Case gegengeschraubt. Dann kommt hier ein Power-Akku rein, der nächste Power-Akku kommt hier in den Tankraum rein. Auf der rechten Seite haben wir auch schon das Elektronikgehäuse fertig. Der Kunde hat sich dafür entschieden, einen grauen Deckel in Alugussform einzubauen. Ich habe den hier auch liegen, könnt ihr auch gleich mal sehen. Das sieht dann nachher so aus. Moment, ich zeige euch das mal kurz. Zack, dafür hat der Kunde sich jetzt entschieden. Sieht ziemlich cool aus. Das kommt dann hier auf die rechte Seite, da wo der Motor gewesen ist. Und wir hatten tatsächlich ein paar Mal die Frage gehabt, warum wir bei der Large Frame auf der rechten Seite die Steuerelektronik einbauen und warum wir das nicht unter den Tank tun. Das hat einen folgenden Grund, dass wenn wir eine Geschwindigkeit halten, wenn wir
quasi 80 oder 100 km/h durchgehend fahren, dass der Controller gekühlt werden muss, weil der Controller dann genau das Bauteil ist, was dauerhaft in Belastung ist. Wenn wir eine gewisse Geschwindigkeit erreicht haben und dann einfach die Geschwindigkeit halten, sind die Akkus relativ entlastet. Nur die Elektronik die ist unter Stress und deswegen müssen wir die durch den Fahrtventil kühlen. Genau, das ist der Grund nochmal dafür. Das heißt, hier kommt dann, zack, wo die Schraube ist, das Elektronikgehäuse hin. Das Steuergerät hier ist auch ziemlich groß, ungefähr 3-mal so groß wie das aus der Smallframe. Und dann kommt natürlich noch der Bremssattel ran, die Bremsscheibe. Wir adaptieren die Bremsscheibe hier über ein so ein Hydraulik-Adapter von Bauenzug auf Hydraulik, womit wir nachher hinten die Scheibe über die Scheibe bremsen mit dem Bremssattel. Genau, das Projekt, da sind wir gerade jetzt wieder endlich mit dabei. Aber dann zeige ich euch noch mal, was für Kits wir diese Woche gebaut haben. Es kamen auch wieder einige Bestellungen rein. Vielen Dank dafür. Genau so unterstützt ihr uns. Hier beispielsweise haben wir ein 100 km/h Kit. Das geht nach Holland. Hier sind wir gerade dabei. Kannst du mal reinleuchten, Jan. Machen wir gerade das Elektronikgehäuse. Hier ist gerade fertig. Hier müssen wir nur noch die Sachen einpacken. Ihr seht das hier schon, was alles mit dabei ist. TÜV-Gutachten natürlich, ne? Auch für Holland, 100 km/h. Gasgriffsensor, die ganzen Anbauteile, die wir benötigen beim 100 km/h Kit. Die Hupe, natürlich das Logo von Prosimo. Dann das Bremsenset, hier die Feder, den Adapter für den Bauenzug, hier die Anschlaghülse. Das Zündschloss ist immer mit dabei, die Batteriestandsanzeige ist mit dabei, der Lichtschalter mit dabei. Hier haben wir noch eine Tüte gemacht mit den Bremslichtschaltern oben, die kann man ja optional bei uns dazu kaufen. Und natürlich der Gasgriffsensor, ne? Also alles komplett im Set. Die Kabel sind natürlich an der Steuereinheit unten schon vormontiert. Hier haben wir ein Kit, ein 50er Kit für eine PK, das geht nach Köln. Das gleiche in grün, die gleichen Anbauteile bei der PK auch, das Rohr, Batteriestandsanzeige, Bremsenset. Hier bei der PK hat der Kunde zusätzlich noch einen speziellen Zündschloss dazu bestellt mit 6 Polen. Da haben wir nämlich dann 2x2 getrennte Schaltkreise. Die brauchen wir bei dem Doppelakkusystem zum Onboard-Laden. Genau, ja, und dann halt unser Packschrank hier, eine neue Lieferung gekriegt von Scooter Center, wieder ein paar Teile, die wir auf Lager haben müssen. Dann sind wir hier am Prüfstand, hier sind wir gerade dabei, wieder ein Set zu prüfen. Das heißt, jedes Kit, was ich ja schon erzählt hatte mehrmals, geht über den Prüfstand. Da testen wir alles. Ob das jetzt die 12-Volt-Versorgung ist, die Bremse ist, der Reifen, die Unwucht, Steckverbindungen, die Last des 12-Volt-Wandlers, die Batterien, die Software, alles wird hier geflasht. Das heißt, ich flashe hier über meinen Kabelstrang einmal komplett die Steuerelektronik, über den Bootloader. Da wird die ganze Hex-Datei einmal raufgeladen. Wir stellen entsprechend die Modis ein, die Geschwindigkeitsklassen ein, je nachdem, was der Kunde sich bestellt hat. Ja, und die habe ich jetzt gerade geflasht. Die Hex-Datei ist drauf, Parameter sind gesetzt, Batterie ist angeschlossen. Und wenn ich jetzt die Zündung hier einschalte, müsste eigentlich der 12-Volt-Wandler angehen. Geht er auch direkt, soll es dann nachher auch im eingebauten Zustand sein. Und wenn ich jetzt ein bisschen Gas gebe, ja, dreht der Motor, wie man hier sieht. Ich kann jetzt hier Volllasttest fahren. Jetzt gebe ich einmal Vollgas. Da ist noch der Aufkleber drauf vom Reifen. Jetzt hört man, dass er in einen Begrenzer geht. Das heißt, der Motor gibt nicht mehr Gas. Ja, jetzt gehe ich quasi vom Gas runter. Und dann sieht man ja schon, dass der Motor die Walze wieder bremst. Dadurch erkennen wir auch, dass der Motor rekuperiert. Und anhand der Stromwerte auf dem PC kann ich auch sehen, dass die Rekuperation funktioniert. Und natürlich haben wir noch weitere Tests, die wir jetzt durchführen müssen, wie zum Beispiel hier die Leistungsmodis. Das heißt, wir haben ja einen Mittelmodus, einen Eco-Modus, einen Sportmodus. Die werden alle hier durchgetestet, ob die Geschwindigkeiten auch entsprechend sind. Und natürlich unsere aktive Rekuperation, ne? Die Integralbremsenfunktion, die haben wir hier auf einen separaten Pin gelegt. Genau, das testen wir hier alles einmal komplett im Prüfstand. Cool. Und jetzt würde ich euch heute nochmal eben die Kits im Detail erklären. Das haben wir ja noch gar nicht gemacht. Und ich hätte jetzt tatsächlich 2 Kundenkits, die ich euch einmal vorstelle. Und zwar fangen wir mal an mit dem Kit hier. Das ist ein 80 km/h Kit. Wir haben hier einen 3,5er Reifen drauf. Der 3,5er Reifen ist so ziemlich bei allen 80 km/h Kits dabei. Das ist ein Heidenau K80 SR.
Der Kunde hier hat sich entschieden für die Kunststoffabdeckungen in Grau, im Druckgussdesign, Aluminium, Grauguss, Druckgussdesign, Elektronikgehäuse ebenso. Das Kit hier ist noch nicht programmiert, da sieht man, dass hier der Aufkleber fehlt. Dann haben wir hier noch beispielsweise hier, kann man das ganz gut sehen, dass es sich hier um ein 80 km/h Kit handelt. Beziehungsweise, dass dieses Kit hier 2 Akkus hat, weil wir haben ja nämlich 2 Batteriestecker. Dann kann man hier gut sehen, dass das Kit hier die Onboard-Lademöglichkeit ebenfalls beinhaltet. Das heißt, wenn das Kit nachher eingebaut ist, kann man nochmal ein Loch bohren, wo man die beiden Stecker durchzieht. Und dann kann man sich diesen Sockel hier beispielsweise an der Vespa irgendwo montieren. Das habe ich im letzten Video mal gezeigt. Dann steckt man die beiden Stecker hinterher nur noch zusammen, natürlich richtig rum, so zack, klack und fertig ist das Ganze. Dann haben wir hier einmal den Zusatzkabelbaum. Dieser Zusatzkabelbaum, der hat einmal den Remote Control, womit wir den Motorcontroller einschalten. Dann haben wir einmal die Rekuperation, das ist hier das gelbe Kabel. Dann haben wir die Modis. Die Modis sind rot, weiß und blau. So, das ist quasi die Spannung. Liegt diese Spannung auf blau, zack, ist der Eco-Modus aktiviert. Sind alle 3 offen, ist der normale Modus aktiviert. Liegt er auf dem weißen Kabel, ist der Sportmodus aktiviert. Genau, das dazu. Dann haben wir hier einmal noch die 12 Volt Versorgungsspannung. Wir haben die Batteriespannung für die separate Batteriestandsanzeige, aber auch für den Remote Control und einmal die 12 Volt Masse. Dann der Unterschied bei dem Kit jetzt zum Beispiel zum 50er ist natürlich auch noch der Batteriekasten. Den habe ich jetzt hier nicht stehen, aber den hole ich mal ganz kurz, Augenblick. Das heißt, bei den Fahrzeugen, also bei den Kunden, die sich dann für den Doppelakku entscheiden, haben wir den Doppelakkukasten aus Edelstahl, der natürlich die ganze Karosserie einmal noch enorm stabilisiert. Den setzt ihr quasi in die Karosserie rein. Dann habt ihr Platz für 2 kleine Akkus, also für 2 Standardakkus oder halt für einen Power-Akku, einen großen. Wenn der eingebaut ist, haben wir hier schon mal 2 Laschen. So, und diese beiden Laschen sind nämlich dann für die beiden Stehbolzen hier hinten gedacht. Hier, diese beiden, 1 und 2, die kommen dann quasi da durch. Hinten Scheibe Mutter gegen festziehen. Dann haben wir jetzt zusätzlich noch den Stabilisator. Der wird hinten oben an der Karosserie befestigt. Und dann ist die Elektronik eingebaut und komplett fest. Den Winkel, den brauchen wir dann bei dem Set nicht. Das bedeutet, den Winkel einfach hier bündig abschneiden, abtrennen. Und das war's. Genau, das zum 80er-Kit. Die Eckdaten dazu seht ihr ja auf unserer Webseite für die technische Spezifikation, diejenigen unter euch, die es interessiert. Genau. So, jetzt kommen wir nochmal zum 50er-Kit. Das 50er-Kit hat hier auch, da sind 3,0010 Zoll Reifen drauf. Auch jetzt hier einen Heidenau hat der Kunde sich ebenfalls gewünscht, ein K80 SR. Das Kit hier ist in schwarz Carbon, 30% Carbon. Wir haben hier einen Batterieanschluss und keine optionale Möglichkeit. Der Kunde hat das jetzt hier nicht bestellt, nicht benötigt. Hier kann man nachher den Akku einfach rausnehmen zum Laden. Ein Akkustecker, der Kabelbaum ist natürlich eine ganze Ecke übersichtlicher. Wir haben hier den Zusatzkabelbaum, genau das gleiche, wie ich es gerade beschrieben habe. Wir haben auch die Leistungsmodis. Wir haben einmal den Controller, Remote Control, das bedeutet, wir schalten hier mit dem Controller einmal ein. Wir haben hier wieder unsere aktive Rekuperation. Das gleiche Software-Setup, wie ich letztes Mal erklärt hatte in einem Video, wo wir dann aktiv hinten bremsen, also stärker rekuperieren. Dann haben wir hier natürlich auch wieder 12 Volt, wir haben die Batteriespannung und wir haben die Masse. So, dann haben wir hier bei dem Kit diesen Batteriehalter. Der heißt, das bedeutet, da kommt der Tank dann raus und dieses Batteriecase, das wird dann eingebaut anstelle des Tanks. So, bei den PK-Kits, so wie jetzt bei denen, ist das
dann so ziemlich alles. Anbaumaterial, wie ich vorhin gezeigt habe, im weißen Schaumstoff ist ja natürlich auch mit dabei immer. Aber hier fehlt noch eine Kleinigkeit, das zeige ich noch mal ganz kurz, was jetzt ergänzend beim Vespa 50 Kit noch dazukommen würde. Da haben wir nämlich noch den Befestigungswinkel. Der ist hier bei uns in der Packstation. Das ist dieser hier. Und diesen Befestigungswinkel, den schrauben wir nachher noch unter das alte Vergaserstützenloch. Da wird das gegengeschraubt und dann hier oben auf die beiden Stehbolzen kommt dann die Steuereinheit raufgesetzt und mit 2 Muttern und Scheiben jeweils befestigt. Das zeige ich eben noch mal, damit wir es vollständig haben. Zack. Das bedeutet, ich drehe das mal eben so um, bei dem Set brauchen wir die beiden Stehbolzen nicht, die sind trotzdem dran, einfach da lassen, wo sie sind. Wir haben hinten wieder den Stabilisator und wir haben dieses Mal zur Befestigung der Einheit diesen Winkel, klack, den kann man nachher auch noch verstellen. Je nachdem wie die Karosserie ist von der Vespa, kann man sich nachher die Elektronik quasi noch nach vorne und nach hinten schieben und befestigen. Und das war es dann auch schon. Mehr ist das dann nicht, was ihr benötigt für das Vespa 50 Kit. Das ist natürlich mit Abstand das einfachste zum Einbauen. Ja, also einfacher geht es nicht mehr. Wer schon mal einen Verbrennermotor getauscht hat oder Getriebe repariert hat, das ist mehr Aufwand, als dieses Kit hier einzubauen. So, Simon, jetzt sind deine letzten Worte. Ich habe Bock auf eine Probefahrt. Okay, ja, was soll ich sagen? Vielen Dank für alle Bestellungen. Wer Fragen hat, kommentiert irgendwas, schreibt mir eine E-Mail, ruft uns an, etc. pp. Lasst uns ein Like, werdet Follower, gerne auf Instagram, auf Facebook und empfehlt uns gerne weiter. Haut rein! Wie ich es gerade fühle. Willkommen zurück bei Prosimo. Wir haben diese Woche eine White Frame.